wenn wir Produkte kreieren wollen, die kreislauffähig sind, dann müssen wir schon am Anfang ans Ende denken. Mit dem Entscheid haben wir zuerst lernen, was steckt da eigentlich drin. Oder? Und wir investieren auch viel Zeit drin, um schöne Detaillösungen zu entwickeln. Die Weiterentwicklung des Materials war uns immer wichtig. Und wenn es dann mal nicht mehr reparierbar ist oder sich nicht mehr lohnt zum Reparieren, dann kann man das eben kompostieren. Und da sind wir schon ein bisschen stolz darauf, dass wir das angebracht haben. Vielen ist nicht bewusst, wie komplex eigentlich die Herstellung von einem textilen Produkt ist. Und wenn man sich anfängt, damit auseinanderzusetzen, dann erschließt sich eine ganze Welt. Oder? Da kann man absolut abtauchen. Machen wir das? Yes. Das ist mit dem Grund, warum wir Question heissen, weil wir wollen die Norm hinterfragen, wie Sachen normalerweise gemacht werden. Oder? Und das ist eigentlich die Norm bis heute. Also der allergrößte Teil von Alltagstaschen sind eigentlich aus kunststoffbasierten Fasern. Polyester macht tatsächlich heute etwa 70% des weltweiten Textilverbrauchs aus. Die Basis eigentlich von jeder Alltagstasche, von jedem Alltagsrucksack ist irgendeine Form von Textil. Es gibt unterschiedliche Arten, um die Garn miteinander zu verflechten. Beim Strick wird es flexibel und beim Weben wird es flächiger. Also auch geschlossener in dem Sinn. Und das ist das, was wir in einer Alltagstasche suchen. Dass es eben eine geschlossene Fläche ist, die auch wind- und wasserdicht kann werden. Und noch weiter zurück haben wir dann eigentlich das Garn als Basis des Textils. Wenn du genau anschaust, dann siehst du eigentlich, dass es eben aus einzelnen Garn aufgebaut ist. Und das kann man jetzt eigentlich ziemlich direkt sehen, woher das kommt. Also das sind die rohen Pflanzenfasern, die man verwendet. In den Stängeln der Bananenblätter, dort nehmen wir eigentlich diese Fasern raus. Je nach Eigenschaft, die man dann im Textil sucht, gibt es verschiedene Rohstoffe, die in Frage kommen. Also tierische Fasern wie Wolle, pflanzliche Fasern wie Leine, Baumwolle, Hanf etc. Oder eben dann erdölbasierte Fasern wie Polyester oder Nylon. Und dort wollten wir ansetzen. Also zum wirklichen Unterschied machen, müssen wir eigentlich in Stoff, in Garn und eigentlich wie rückwärts sogar zur Faser gehen. Genau. Das ist ja easy und locker und etwas, was du einfach so rasch machst, oder? Nein, das ist wirklich auch für uns, oder? Es war ein Lernprozess, um herauszufinden, was steckt eigentlich da drin. Oder? Wir sind völlig eingetaucht in die textile Herstellungskette, Lieferkette. Und dort haben wir dann den wesentlichen Unterschied gesehen, dass wenn man mit natürlichen Rohstoffen arbeitet, dass es dann wieder zurück in den biologischen Kreislauf kann. Wenn man mit petrochemischen Rohstoffen arbeitet, ist das nicht möglich. Ganz tief drin ist beides Kohlenstoff. Aber der Kohlenstoff, der kommt aus dem Boden, ist eigentlich Millionen dort gelegen. Der ist nicht mehr Teil des aktuellen Ökosystems. Oder? Das heisst, wenn wir ihn aus dem Boden nehmen, dann ist es eine potenzielle Belastung für die Umwelt. Und weil wir heute eigentlich den grossen Teil von allen Kunststoffen, zumindest in der Schweiz, 80% verbrennen, kommt das dann als zusätzliches CO2 in die Atmosphäre. Bei den Naturfasern wird das eigentlich im Wachstum aus der Luft genommen. Also das C, der Kohlenstoff, der kommt aus dem CO2. Also C wird von den Pflanzen gebunden in den Fasern und das O2 wird als Sauerstoff ausgeschieden, der uns dann auch wieder zugutekommt und vielen anderen Lebewesen, die den Sauerstoff brauchen. Oder? Ist das nachvollziehbar? Ja. Jetzt müssen wir den Faden wieder finden. Ich habe den Faden wieder gefunden. Da ist er. Jetzt kann man fragen, warum Bananenfasern? Oder? Warum nicht etwas, das in der Nähe wächst, allenfalls? Die hat eigentlich zwei entscheidende Vorteile. Das eine ist, dass die Faser selber extrem reissfest ist. Also es hat eine sehr hohe Festigkeit. Das erlaubt es dann wiederum, ein robustes, langlebiges Gewebe zu machen. Und das andere ist, die Art und Weise, wie die Staude wächst, ist
anders, als das wir da in der Landwirtschaft normalerweise kennen. Oder? Wir haben üblicherweise Monokulturen. Das heisst, es sind Felder, wo etwas gepflanzt wird, wo Dünger brauchen, wo Pestizide brauchen, möglicherweise, wo Bewässerung brauchen. Und das wächst auf eine natürliche Art und Weise in einem natürlichen Ökosystem. Keine Bewässerung, kein Pestizid, kein Dünger, die da zum Einsatz kommen. Und das hat einen Einfluss wiederum auf die Emissionen, die entstehen im Prozess. Oder? Also das braucht sehr wenig Energie, sehr wenig Ressourcen zum Wachsen. In erster Linie muss das Produkt im Alltag überzeugen. Und zuallererst ist das Design. Oder? Also entweder das gefällt dir oder es gefällt dir nicht. Und wenn es dir nicht gefällt, dann ist egal, was alles dahinter steckt. Oder? Dann interessiert es dich einfach nicht. Und mit dem Design versuchen wir, langlebige, attraktive Produkte zu machen, die dir lang Freude machen. Und mit dem Rahmen, den wir uns gesetzt haben, dass wir ein Produkt für eine Kreislauffähigkeit entwerfen wollen, hat uns ziemlich eingeschränkt, aber gleichzeitig auch ist es eine wahnsinnig spannende Herausforderung, um herauszufinden, was ist in diesem Rahmen möglich. Oder? Und das hat uns eigentlich nochmal ganz daraus herausgenommen, aus dem konventionellen Ansatz, wie wir Taschen designt haben. Oder? Dann haben wir da verschiedene Bänder entwickelt, die eigentlich aus einem gefalteten textilen Streifen bestehen. Und durch das Falten bekommen wir ein Volumen und eine Festigkeit und eine gewisse Flexibilität gleich noch. Also haben wir eigentlich die Eigenschaften können erreichen, die wir für Bänder wollen. Oder? Das Gleiche mit den Innentaschen. Das sind eigentlich die Elemente, die dann die Innentaschen bilden, möglichst rechteckig zugeschnitten, sodass eigentlich kein Verschnitt entsteht. Das haben wir eigentlich auch beim Grundschnittmuster der Tasche da. Das ist eigentlich ein Stück Stoff, das da komplett rundherum geht und auf der Seite zusammengenäht wird. Wenn man die Seitennaht nicht zusätzlich verschweißt, verklebt, dann kann dort potenziell Wasser eindringen und das verhindern wir eigentlich, dass wir da nochmal ein Band drüber legen. Oder? Und das Band hat aber dann auch wieder eine Funktion, in dem Fall jetzt für die Verstellung vom Volumen der Tasche. Wo ich nach wie vor immer noch Freude daran habe, ist an unserem Circle Stitch. Also wenn man sich jetzt vorstellt, Status Quo, normalerweise wird das einfach irgendwo gerade angenäht, meistens mit so einem Box-Stitch, wie man das nennt. Oder? Und das führt dazu, dass wir eigentlich an den Ecken sehr eine hohe Belastung auf dem Material haben. Oder? Die ganze Belastung von dem Griff ist da auf einem kleinen Punkt. Und mit dem Circle Stitch haben wir das können verteilen. Also die Belastung ist da nie nur auf einem Ort, sondern sie wird verteilt über mehrere Stiche und das macht es schlussendlich langlebiger und robuster. Und da sieht man eigentlich gut, wie eben die funktionellen Aspekte mit der Ästhetik, wie wir das versuchen zusammenzubringen. Und auch ein bisschen Herzblut? Ja, natürlich. Das braucht es. Also wir haben hier eigentlich alle Teile, wo die Tasche daraus gemacht wird. Die 5 Materialien, die wir verwendet, sind Bananenfasern, die die Grundlage ist vom Textil, dann Wolle für die Polsterung, ein bisschen Leder für den Griff und Metallteile zum Verstellen etc., funktionelle Elemente plus ein bisschen Baumwolle, sowohl beim Rissschluss als Band wie auch für die Inside-Labels. Wenn wir dann einen Rohstoff anschauen und den Footprint, den er verursacht, dann gibt es verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Oder? Die Energie, die reinfließt in den Prozess, um eben Weben, Spinnen, verarbeiten. Und dann aber auch, was passiert eigentlich dann mit dem Textil, wenn es dann mal nicht mehr als Produkt verwendet wird. Oder? Kunststoff ist einfach viel billiger, schlussendlich. Und zwar, weil die Kosten, die eigentlich am Lebensende des Produkts entstehen, nicht eingerechnet sind. Es ist Abfall und wir müssen damit umgehen. Also heute heisst es entweder verbrennen oder irgendwo auf eine Deponie tun. Oder, was theoretisch möglich ist, dass man dann geschlossene Kreisläufe
kreieren, wo die Taschen können, geschreddert werden und wieder eine neue Tasche daraus gemacht werden. Und das ist auch ein valabler Ansatz, finden wir. Also es braucht wie Lösungen auf verschiedenen Ebenen. Aber das ist viel schwieriger anzubringen und bis heute auch noch nicht wirklich praktiziert, weil es so komplex ist. Oder? Und das macht es eben dann auch wieder teurer. Oder? Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu der Frage, warum ist alles aus Plastik? Weil eben der Kreislauf da nicht geschlossen ist. Oder? Also es kostet im Prinzip, um die Kreisläufe zu schliessen. Und die Kosten, die dann entstehen am Lebensende, die werden dann an uns als Gesellschaft wieder abgegeben. Oder? Also in Form vom Klimawandel, der forciert wird durch das Verbrennen oder eben die Abfallverwertung im weiteren Sinn. Und dort ist ein entscheidender Punkt. Oder? Wenn wir eine Naturfaser nehmen, dann kann das zurück in den natürlichen Kreislauf. Es kann kompostieren und biologisch abbauen. Das können wir hier schnell zeigen, wie das dann aussieht. Also da drin haben wir jetzt gerade eine Tasche, die wir als Experiment am Kompostieren sind. Das ist besser für dich, wenn sie ja, schon ein bisschen. oben ist. Ja. Okay, gut. Da drin sehen wir jetzt gerade einen Test, den wir am Laufen haben, von einer Tasche, die in der Erde eingegraben ist. Oder? Man sieht eigentlich schon, was da passiert mit der Zeit. Also das Material wird von den Mikroorganismen in der Erde verwertet, sozusagen. Und dann gibt es Teile, wo es länger dauert. Oder? Beim Leder geht es ein bisschen länger. Und bei den Bananenfasern dauert das relativ schnell. Also innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten ist das dann biologisch abgebaut. Die ganze Arbeit am Arsch. Es ist auch so etwas, was wir uns einfach selten vor Augen führen. Oder? Aber es ist eben nicht verloren, sondern es sind effektiv Nährstoffe. Also das sind Nährstoffe, die sind da zu 100% immer noch drin. Oder? Und die Nährstoffe die können irgendwann wieder verwertet werden von anderen Nutzern. Oder? Also wir sind in dem Sinne Zwischennutzer von dem Rohstoff in Form von unseren Produkten. Oder?